Dieses scheinbar gewöhnliche Foto half dabei, einen Mord aufzuklären. Der Fall kam lange Zeit nicht voran, bis ein einziger nützlicher Hinweis auftauchte. Manche Menschen haben Pech, fast schon von Geburt an. Das Leben kann wie ein Albtraum sein, der einen Menschen nachhaltig prägt. Von Hass erfüllt, ist er zu schrecklichen Taten fähig, sogar dazu, dem einzigen Menschen, der ihm Halt gegeben hat, das Leben zu nehmen. Am 25. März 2015 gegen 6 Uhr morgens ging ein Anwohner in der Nähe der Mülldeponie von Saskatoon, Kanada, spazieren. Sie befand sich am südlichen Rand der Stadt. Als der Mann ein paar Dutzend Meter vom Zaun entfernt vorbeiging, bemerkte er einen verdächtigen Gegenstand, der sich deutlich von der Umgebung abhob. Als er näher kam, erschrak er und wandte sich sofort an den örtlichen Rettungsdienst. Er berichtete, dass er die Leiche einer jungen Frau gefunden habe. Sie reagierte auf nichts und sah aus, als sei sie brutal angegriffen worden. Auf ihrer Lederjacke befand sich Blut. Und an ihrem Hals waren Spuren, die an Strangulationsabdrücke erinnerten. Der Mann wagte es nicht, sie zu berühren. Bald trafen die Polizeibeamten am Ort des Geschehens ein. In der Nähe des Zauns der Mülldeponie fanden sie eine junge Frau, die keine Schuhe trug und deren Armbanduhr zerbrochen war. Dies sah nach einem offensichtlichen Zeichen eines Kampfes aus. Ihrem Zustand nach zu urteilen, war sie angegriffen worden. Es war bereits unmöglich, ihr zu helfen. Der Körper fühlte sich kalt an, aber den äußeren Anzeichen nach zu urteilen, war sie erst vor wenigen Stunden gestorben, bevor sie von Anwohnern entdeckt wurde. All dies geschah in einer menschenleeren, ruhigen Gegend. Daher war es ein Wunder, dass die Leiche überhaupt so schnell gefunden wurde. Die Ermittler begannen sofort, die Umgebung zu untersuchen. Aber alles, was sie finden konnten, war ein blauer Gürtel mit einer großen Schnalle. Er lag neben der Leiche des Opfers. Die verstorbene Frau hatte nichts bei sich, was ihre Identifizierung ermöglicht hätte. Deshalb machte die Polizei Fotos und veröffentlichte in den Medien mehrere Bilder, darunter eine Löwentätowierung auf der Schulter und einen Stern auf der Hand sowie eine Beschreibung ihrer Kleidung. Die Überprüfung der Vermisstenanzeigen blieb erfolglos. Wahrscheinlich wussten die Angehörigen der Verstorbenen noch nicht, dass etwas Unwiderrufliches geschehen war. Am selben Tag wandte sich eine junge Frau, die sich als Cheyenne vorstellte, an die Polizei. Unter Tränen erklärte sie, dass die Tätowierung und die Kleidung, von denen in den Nachrichten die Rede war, denen ihrer besten Freundin Brittany ähnelten. Nach Angaben der jungen Frau waren sie am Abend zusammen spazieren gegangen und hatten sich einige Stunden vor der Entdeckung der Leiche in der Nähe einer Mülldeponie am Stadtrand voneinander verabschiedet. So gelang es, die Verstorbene zu identifizieren. Es handelte sich um die 18-jährige Brittany Gargle. Sie wurde in der Großstadt Saskatoon in Kanada geboren und lebte dort ihr ganzes Leben lang in einer großen Familie. Brittany war das älteste Mädchen. Sie hatte 4 jüngere Schwestern, um die sie sich kümmerte. Ihre Mutter litt unter einer Sucht, ihren Vater kannte sie nicht. Das Mädchen wuchs mit ihren Schwestern bei ihrer Großmutter auf und träumte davon, die Beziehung zu ihren Eltern zu verbessern. Es gelang herauszufinden, dass sie kurz vor ihrem Tod die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater wieder aufgenommen hatte, der sich viele Jahre lang überhaupt nicht um sie gekümmert hatte. Nun hatte sich ihre Beziehung grundlegend verändert. Sie war voller Lebensfreude und hatte große Pläne für die Zukunft. Die Protagonistin der Geschichte war als geradliniges Mädchen bekannt, das immer offen sagte, was sie dachte. Sie hatte einen wunderbaren Sinn für Humor und unerschöpfliche Energie. Brittany liebte aktive Erholung, Abenteuer, Snowboarden, Boote und Camping. Mit solchen Eigenschaften hatte das Mädchen natürlich keinen Mangel an Freunden. Ihre Teenagerzeit verlief ziemlich turbulent. Sie schloss nicht einmal die Schule ab, aber mit 18 Jahren änderte sich die Situation grundlegend. Nun kehrte sie nicht nur in die Abschlussklasse zurück, sondern fand auch eine Arbeit in ihrer Heimatstadt. Das Mädchen begann Geld zu sparen und erkannte schnell, dass die Unterstützung ihrer Familie nicht ausreichen würde. Brittany war unabhängig, deshalb hatte sie zum Zeitpunkt ihres Todes gleich 2 Nebenjobs, mit denen sie Geld für die College-Anmeldung sparte. Sie interessierte sich für Betriebswirtschaft. Nach Aussagen ihrer Angehörigen plante das Mädchen, eine Ausbildung zu absolvieren und danach ein eigenes Hotel zu eröffnen. Um den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen, begannen die Ermittler, mit dem engsten Umfeld der Verstorbenen zu sprechen. Die erste Person, mit der sie die Lebensumstände von Brittany ausführlich besprechen konnten, war eine ihrer besten Freundinnen, Natalie.
Nach Angaben des Mädchens kannten sie sich schon seit vielen Jahren. Britney hatte eine besondere Beziehung zu Natalie. Sie vertraute ihr so sehr, dass sie um Rat fragte. Sie sagte, die 18-jährige Britney sei sehr zielstrebig gewesen, habe aber nicht immer ihre Impulse unter Kontrolle gehabt. Genau aus diesem Grund habe sie die Schule abgebrochen, aber mit 18 Jahren ihren Fehler erkannt und sei zurückgekehrt, um ihren Abschluss zu machen. Natalie sagte, dass ihre Freundin sie am Tag vor dem Mord, dem 24. März, um etwas Geld für Benzin gebeten habe. Sie wollte eine Spritztour machen und sich mit ein paar Freunden treffen. Die beiden trafen sich gegen 18 Uhr, unterhielten sich ein wenig und gingen dann ihrer Wege. Das war das letzte Mal, dass Natalie ihre Freundin unversehrt gesehen hatte. Wie sich herausstellte, war es Shane, die half, die Leiche zu identifizieren, mit der Britney sich an diesem Abend treffen wollte. Das Mädchen war so von Trauer überwältigt, dass es lange Zeit nicht möglich war, richtig mit ihr zu sprechen. Schließlich gab Shane zu, dass das Treffen gegen 19 Uhr stattgefunden hatte. Sie tranken etwas und unterhielten sich. Die Freundin beschrieb, dass Britney ihr schon als Teenager eine große Stütze gewesen war. Sie hatte eine ziemlich turbulente Kindheit und Jugend gehabt und Probleme mit ihren Eltern in ihrer Pflegefamilie. Erst nachdem sie Britney kennengelernt hatte, die ebenfalls unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen war, fand sie Verständnis und Unterstützung. Den größten Teil ihrer Freizeit, die Britney mit Freunden verbrachte, traf sie sich mit Shane. Die Mädchen gingen oft wandern, in Cafés und Restaurants, tranken etwas und konnten beieinander übernachten. Zur Bestätigung ihrer Worte zeigte Shane den Ermittlern ein Selfie, das sie zusammen mit ihrer Freundin nach Mitternacht gemacht hatte. Ihren Worten zufolge waren die paar Flaschen Bier schnell leer. Sie beschlossen, noch mehr zu trinken und fuhren mit Britneys Auto zu mehreren Orten. Der erste davon war die Bierbar Manchester, die sich in der Nähe ihres Hauses befand. Nach ein paar weiteren Gläsern Bier landeten die Freundinnen auf einer Hausparty und der Endpunkt ihres Abenteuers war die Bar Colonial, die sich am anderen Ende der Stadt befand. Alles, woran sich Shane bei ihrem ersten Treffen mit den Ermittlern erinnern konnte, war das Treffen mit Freunden auf der Party, zu der ihre Freundin sie begleitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits ziemlich betrunken und konnte sich später überhaupt nicht mehr genau an die Ereignisse erinnern, die sie dazu veranlasst hatten, in eine weitere Bar zu gehen. Mit großer Mühe erinnerte sich Shane daran, dass ihre Freundin in dieser Bar einen Mann kennengelernt hatte. Sie hatte ihn lediglich um ein Feuerzeug gebeten. Es kam zu einem Gespräch, nachdem Britney ihn einlud, etwas mit ihr zu trinken. Nach den Bruchstücken ihrer Erinnerungen zu urteilen, verließ die Verstorbene die Bar mit genau diesem Mann, während ihre Freundin alleine nach Hause ging. Leider gelang es Shane nicht, sich an den Namen dieses Mannes zu erinnern. Selbst die Beschreibung seines Aussehens war vage. Dies half jedoch dabei, die Chronologie der Ereignisse zu klären. Das letzte Mal sah sie Britney gegen 4 Uhr morgens lebend. Ihr weiteres Schicksal blieb unbekannt, bis die Frau zufällig eine Polizeimeldung mit Fotos der Tätowierungen auf dem Körper des Opfers im Fernsehen sah. Shanes Worte klangen überzeugend. Eine Überprüfung ihrer Social-Media-Seiten ergab, dass sie etwa 2 Stunden, nachdem Britney mit einem Unbekannten die Bar verlassen hatte, mit ihr chattete, versuchte herauszufinden, wo sich ihre Freundin befand, und sie bat, sich zu melden, sobald sie konnte. Vor lauter Sorge konnte Shane nicht einmal schlafen, aber alle Anrufe wurden ignoriert. Obwohl es nur wenige Informationen gab, hatten die Ermittler einen wertvollen Hinweis. Nun wollten sie den mysteriösen jungen Mann finden, mit dem das Opfer wenige Stunden vor ihrem Tod verschwunden war. Da Britneys Auto weder in der Nähe der Leiche noch in der Nähe der Bar, in der sie sich aufgehalten hatte, gefunden werden konnte, wurde es zur Fahndung ausgeschrieben. Am selben Tag wurde es nur wenige Kilometer von der unglückseligen Müllhalde am Stadtrand entfernt gefunden, zwischen dieser und dem Lokal, in dem die schicksalhafte Begegnung stattgefunden hatte. Es war komplett mit Schlamm bedeckt, als wäre das Auto durch Sümpfe gefahren. Das Telefon der Verstorbenen befand sich im Innenraum, was bestätigte, dass sie mit einem unbekannten Mann in ihrem Auto aus dem Lokal gefahren war und später irgendwie ihr Gerät hier zurückgelassen hatte. Wahrscheinlich hatte sie versucht, vor dem Mörder zu fliehen, war aber nicht dazu in der Lage gewesen. Der logischste Schritt danach war, die Aufzeichnungen aus der Bar Colonial zu überprüfen, um die Gruppe von Besuchern zu finden und das Gesicht des mutmaßlichen Täters zu sehen. Dies gelang jedoch nicht.
Auf den Videoaufzeichnungen war niemand zu sehen, der auch nur entfernt an Shane oder Brittany erinnerte. Außerdem erinnerte sich keiner der Mitarbeiter des Lokals an sie. Das alles erschien seltsam. Dann wurden die Daten des Mobiltelefons des Opfers überprüft. Es stellte sich heraus, dass ihr Signal gegen 4:30 Uhr morgens in einem McDonald's registriert wurde, das ziemlich weit von der Bar Colonial entfernt war. Das gab einen neuen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich waren das Mädchen und ihr Begleiter hier von den Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Bevor die Ermittler diese Version jedoch überprüfen konnten, kamen die Ergebnisse der Autopsie. Die Todesursache war Ersticken durch einen Fremdkörper. Der Gürtel, der neben der Leiche gefunden wurde, stellte sich als Tatwaffe heraus. Laboranalysen ergaben, dass sich darauf DNA-Spuren des Opfers befanden. Leider gab es keine DNA-Spuren des Täters darauf, weshalb man zu dem Schluss kam, dass er Handschuhe getragen hatte, um keine Spuren zu hinterlassen. Außerdem stellte sich heraus, dass das Opfer nicht vergewaltigt worden war. Ein Angriff aus sexuellen Motiven wurde ausgeschlossen. Während die Ermittler über dieses Rätsel nachdachten, fiel ihnen eine Unstimmigkeit in Shanes Geschichte auf. Insgesamt schien sie glaubwürdig, aber die Tatsache, dass die Mädchen auf den Kameras der Bar nicht zu sehen waren, erschien verdächtig. Die Strafverfolgungsbehörden vermuteten sogar, dass Shane die Bar verwechselt haben könnte, weil sie zu betrunken gewesen war. Dennoch beharrte das Mädchen darauf, dass sie mit ihrer Freundin genau in dieser Bar gewesen sei. In diesem Zustand vergingen mehrere Monate, aber selbst im September 2015 kam die Untersuchung nicht voran. In dieser Zeit gelang es nicht, Shanes Aussagen zu bestätigen, weshalb die Ermittler beschlossen, mit ihren Angehörigen zu sprechen. Der Onkel der Freundin der ermordeten Shane war der Einzige, der sich bereit erklärte, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Von Anfang an war der Mann ziemlich ausweichend, aber nachdem man Druck auf ihn ausgeübt hatte, begann er mehr zu erzählen. Es stellte sich heraus, dass der Onkel die Geschichte über den Fremden in der Bar gehört hatte, allerdings mit erheblichen Abweichungen. Seine Nichte erzählte ihm, dass die Mädchen nicht nur einen Mann in der Bar kennengelernt hatten, sondern gleich zwei. Beide waren dunkelhäutig. Diese interessante Tatsache unterschied sich deutlich von der Version, die Shane selbst zuvor den Ermittlern erzählt hatte, da sie von einem einzigen weißen Mann gesprochen hatte. Die Erzählung des Onkels wurde auch durch die Angabe ergänzt, in welchem Motel die Fremden wohnten. Brittany ging bereitwillig dorthin. Dann beschloss auch ihre Freundin, sich der Gruppe anzuschließen. Sie fuhren mit dem Auto des Mädchens weg. Im Zimmer rauchten sie illegale Substanzen. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Shane erinnerte sich nicht mehr genau an den Grund für den Konflikt, aber sie glaubte, dass er wegen eines Verbots entstanden war. Mitten im Konflikt ging Shane auf die Toilette. Und als sie zurückkam, war Brittany bereits tot. Sie sah, wie einer der dunkelhäutigen Männer ihre Freundin würgte und erst losließ, als er die zweite Frau sah. Danach zogen beide eine Schusswaffe und forderten sie auf, ihnen zu helfen, die Leiche zu beseitigen, sonst würde sie die nächste sein. Sie beschloss, nicht zu widersprechen und gehorchte. Trotz der Unterschiede zur ursprünglichen Version von Shane lieferte diese Geschichte wertvolle Hinweise. Zumindest gab das Mädchen zu, dass sie bereits wusste, dass Brittany tot war, bevor sie sich an die Polizei wandte. Sie wusste auch, woran ihre Freundin gestorben war. Aber warum erzählte Shane dann nicht sofort von dem Mord und tat so, als würde sie um ihre Freundin trauern? Als die Polizisten merkten, dass mit Shane etwas nicht stimmte, beschlossen sie, ihre Biografie genau zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass sie bis zum Alter von 19 Jahren mehr als 50 verschiedene Anklagen wegen ihrer Vergehen erhalten hatte. Die erste davon wurde bereits im Alter von 12 Jahren registriert. Shane wurde als sehr aufbrausendes Mädchen beschrieben, das völlig unfähig war, ihre Wut zu kontrollieren. Trotz ihres Alters provozierte sie ständig Konflikte. Es schien, als wäre sie in einem Zustand rebellischer Jugendlichkeit geblieben. Das Interessanteste war, dass ihr Verhalten auf eine Neigung zur Gewalt hindeutete. Außerdem konsumierte sie seit langem regelmäßig Alkohol und illegale Substanzen, unter deren Einfluss sie völlig unberechenbar wurde. Als die Ermittler sie erneut trafen, weigerte sich Shane überhaupt zuzugeben, dass sie ihrem Onkel eine solche Geschichte erzählt hatte. Sie bestritt, dass sie vom Tod ihrer Freundin wusste und dabei half, die Leiche zu beseitigen. Das Mädchen verwies darauf, dass der Mann alkoholabhängig sei und sich das alles in einem weiteren Alkoholrausch ausgedacht haben könnte.
Da er tatsächlich unter diesen Problemen litt, war es schwierig, den Onkel als zuverlässigen Zeugen zu betrachten. Trotz eines ganzen Jahres der Ermittlungen kamen die Ermittler keinen Schritt weiter. Sie hatten immer noch nur eine verdächtige Person unter allen Bekannten der Verstorbenen. Es handelte sich um eine ihrer besten Freundinnen, aber abgesehen von Gerüchten fanden sie nichts Konkretes gegen sie. Die Ermittler arbeiteten weiter an diesem Fall und beschlossen nach einem Jahr, alle verfügbaren Informationen erneut zu überprüfen. Einer der Ermittler stieß zufällig auf einen Beitrag von Shane in den sozialen Netzwerken. Das Mädchen widmete ihn dem Andenken ihrer Freundin. Dort war genau das Foto, das sie ursprünglich den Polizisten gezeigt hatte, ein Selfie der beiden Mädchen. Die Ermittler hatten es schon oft gesehen, aber diesmal schauten sie genauer hin. So bemerkten sie an Shanes Taille einen Gürtel, der mit der Tatwaffe identisch war, die neben Britneys Leiche gefunden worden war. Als die Hauptverdächtige nach dem Kleid und dem Gürtel gefragt wurde, behauptete sie, diese Sachen längst entsorgt zu haben. Es war offensichtlich, dass sie sichtlich nervös war. Danach wurde der Gürtel zur genaueren Untersuchung ins Labor geschickt, da materielle Beweise benötigt wurden, die den Mörder und das Opfer miteinander in Verbindung brachten, und man beschloss, ihn erneut zu überprüfen. Diesmal konnten die Testexperten das finden, was sie ursprünglich übersehen hatten. Wie sich herausstellte, wurden auf diesem Gürtel die DNA des Opfers und mikroskopisch kleine Spuren von Shane gefunden. Obwohl dies ein sehr wertvoller Hinweis war, der zu der mutmaßlichen Mörderin führte, schien dieser Fall sehr kompliziert zu sein, da das Mädchen den Gürtel und die Kleidung getragen hatte und es nichts Ungewöhnliches war, dass ihre Spuren und die DNA ihrer Freundin darauf zurückgeblieben waren. Dies gab den Anwälten Spielraum, sodass etwas Gewichtigeres erforderlich war. Bis dahin war das Motiv für den Angriff noch unbekannt. Und Shane, die erkannte, dass man ihr auf die Spur gekommen war, weigerte sich, mit den Ermittlern so zusammenzuarbeiten wie zuvor. Monatelang gab es keine Fortschritte. Schließlich waren seit dem Mord an Brittany Gargle fast 2 Jahre vergangen. Der Wendepunkt kam, als ein seltsamer junger Mann die Polizeiwache aufsuchte. Zunächst wollte er, dass seine Identität geheim gehalten wurde. Dann erklärte er, dass er wertvolle Informationen zu dem 2 Jahre alten Fall habe. Er stellte sich als Freund von Shane vor und erzählte, dass am Morgen, als Brittany starb, ihre Freundin gegen 5 Uhr morgens zu ihm gekommen sei. Sie sei sehr betrunken gewesen und habe geweint. Das Mädchen habe gesagt, dass sie und ihre Freundin einen heftigen Streit gehabt hätten, der außer Kontrolle geraten sei, weshalb sie angegriffen und mit ihrem Gürtel erwürgt habe. Shane erwähnte nicht, dass Brittany bereits tot war. Und als der Freund aus dem Fenster schaute, sah er ein bekanntes geparktes Auto, in dem die Besitzerin auf dem Beifahrersitz saß und ihr Gesicht gegen die Scheibe presste. Sie reagierte nicht auf sein freundliches Winken. Zuerst dachte der junge Mann, es handele sich um ein Missverständnis. Shane beruhigte sich schnell und verließ einfach sein Haus. Der junge Mann traf seine Freundin am nächsten Morgen, als sie wieder nüchtern war, aber sie behauptete, sich an nichts zu erinnern, und widerrief ihre Aussagen. Der junge Mann hatte sofort den Verdacht, dass sie etwas mit dem Mord an ihrer Freundin zu tun haben könnte, als er von Britneys tragischem Schicksal hörte. Besonders beunruhigend war, dass sie an Erstickung gestorben war, genau wie Shane es beschrieben hatte. Danach sprach er erneut mit ihr, erhielt jedoch eine ziemlich schroffe Antwort und die Warnung, sich nicht in ihre Angelegenheiten einzumischen. Das bestärkte ihn nur noch mehr in seinem Verdacht. Aber er wusste genau, wie gefährlich seine Freundin in ihrer Wut sein konnte und ließ sie deshalb in Ruhe. Aus Angst vor Rache traute er sich eine Zeit lang einfach nicht, sich an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. Abgesehen von dieser Geschichte gab der Mann an, dass Shane sich mit ihm in Verbindung gesetzt habe, als die groß angelegte Untersuchung begann. Das Mädchen bat ihn, sich auf ihre Seite zu stellen, erzählte ihm eine alternative Version der Ereignisse und bat ihn, sich daran zu halten, falls er mit der Polizei sprechen müsse. Der Freund willigte erneut ein, doch nach und nach plagte ihn sein Gewissen, und er gestand alles. Im März 2017 wurde Shane Antoine erneut verhört. Diesmal änderte sich ihre Geschichte erneut. Nun war von fremden Männern keine Rede mehr, sondern ihr Gedächtnisverlust stand im Mittelpunkt. So sehr die Ermittler auch versuchten, das Mädchen zu knacken, sie beharrte darauf, dass sie sich an nichts erinnern könne. Als Ergebnis dieses Treffens mit der Polizei wurde Shane wegen Mordes 2. Grades angeklagt.
Nach kanadischem Recht ist das eine sehr schwere Straftat. Es wurde davon ausgegangen, dass die Täterin ihr Opfer ursprünglich nicht töten wollte, sich aber in ihrer Wut nicht zurückhalten konnte. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen erst 20 Jahre alt. Als Shane zur Vorverhandlung im Gerichtssaal erschien, waren alle Mitglieder der Familie Gargle anwesend. Britneys Mutter weinte im Gerichtssaal. Sie sehnte sich nach Gerechtigkeit und war den Ermittlern dankbar, dass sie die mutmaßliche Täterin gefasst hatten. Shane bekannte sich weiterhin nicht schuldig. In ihrer Ansprache an die Anklage verlas sie eine lange Tirade darüber, wie sehr sie Britney geliebt habe. Nach ihren eigenen Angaben hatte die Angeklagte kurz vor Beginn der Verhandlung einen Traum gehabt, in dem ihre verstorbene Freundin mit Tränen in den Augen erklärte, dass sie im Himmel glücklich sei und ihr nichts übel nehme. Sie stellte sich weiterhin als Opfer der Umstände dar, behauptete, unschuldig zu sein und ihre Freundin sehr geliebt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch genügend Beweise, zumindest dafür, dass die junge Frau zu etwas Grausamem fähig war und die einzige Person war, auf die die Beweise hinwiesen. Vor dem Mord an Britney Gargle war sie bereits mehrfach wegen Körperverletzung und Drohungen angeklagt worden. Bei der Verhandlung wurde eine Geschichte erzählt, die eher der Wahrheit zu entsprechen schien. Nach Angaben der Angeklagten trafen sich die Mädchen am Abend in Shanes Haus. Sie unterhielten sich viel, tranken Alkohol und gingen in mehrere Lokale, wo sie viel tranken und illegale Substanzen rauchten. Sie behauptete weiterhin, dass ihre Erinnerung an die Party zu Hause sehr vage sei, aber sie erinnerte sich, dass sie mit ihrer Freundin bei McDonald's vorbeigekommen sein könnte, um etwas zu essen. Nachdem die Mädchen das Lokal verlassen hatten, beschlossen sie, einen Spaziergang zu machen. Hier kam es zu einem Konflikt zwischen Shane und Britney, an dessen Grund sie sich nicht erinnern konnte. Das Mädchen vermutete, dass sie versucht hatte, das Handy ihrer Freundin zu nehmen, diese ihr dies jedoch nicht erlaubt hatte. Im nächsten Moment öffnete sie die Augen und stand von dem Asphalt auf dem Britney bewusstlos lag. Was in diesem Moment passiert war, wusste sie nicht. Früher waren alle Probleme mit dem Gesetz für Shane ohne besondere Strafen geblieben, aber jetzt war die Täterin volljährig. Vor dem Hintergrund systematischer Verstöße konnte sie die Höchststrafe erhalten. Aus Angst wagte Shane es nicht, den Rettungsdienst zu rufen, deshalb lud sie zunächst die Leiche ihrer Freundin in ihr Auto und fuhr zu einem Freund, um ihn um Rat zu fragen. Als dies nicht funktionierte, beschloss die Angeklagte, die Leiche auf einer Mülldeponie zu entsorgen, ließ sie jedoch einfach hinter einem Zaun am Rand der Deponie zurück, als sie das Gelände nicht betreten konnte. Als sie davon erzählte, weinte sie zum ersten Mal, sah der Mutter des Opfers in die Augen und entschuldigte sich. Nach kanadischem Recht hätte Shane sogar zu lebenslanger Haft verurteilt werden können, wenn sie nach der ursprünglichen Anklage vor Gericht gestellt worden wäre. Sie hätte eine Mindeststrafe von 10 Jahren erhalten können, aber ihr Verteidiger versuchte, das Gericht davon zu überzeugen, dass das Mädchen eine solche Härte nicht verdient habe. In einer Phase der Verhandlung beschloss das Verteidigungsteam, seine Taktik zu ändern. Der Anwalt hielt es für sinnvoller, sich eines weniger schweren Verbrechens schuldig zu bekennen, um milde und eine mildere Strafe zu erreichen. Als der Prozess wegen Mordes 2. Grades begann, bekannte sich die 21-Jährige schuldig, behauptete jedoch weiterhin, sich nicht genau an die Ereignisse jener Nacht zu erinnern. In ihrem Schlusswort erklärte Cheyenne über ihren Anwalt, dass sie sich niemals für ihre Tat vergeben könne. Ihr Verteidiger bat um Mitgefühl angesichts der schweren Kindheit der jungen Frau und allem, was sie durchgemacht hatte. Sie hatte ihre Mutter in jungen Jahren verloren. Dann begannen die Verhaltensprobleme. Bereits im Alter von 12 Jahren kam sie zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Mit 19 Jahren hatte die Rebellin bereits 54 Vorstrafen, wenn auch für weniger schwerwiegende Delikte als den Mord an ihrer Freundin. Nach dem Verlust ihrer Eltern kam Cheyenne in eines der berüchtigten kanadischen Internate. Von dort zog sie zu einer Pflegefamilie. Dort war es noch schlimmer als im Kinderheim, da ihre neuen Eltern Cheyenne auf verschiedene Weise schlecht behandelten und ihr großes Leid zufügten. Das Mädchen behauptete auch, dass sie einen Monat vor dem Mord an Britney Opfer eines schweren Übergriffs geworden sei. Nach Ansicht des Anwalts könnten diese Ereignisse entscheidend gewesen sein. Das habe sie gebrochen. Nach all den Schicksalsschlägen verlor sie einfach die Kontrolle, brach zusammen und beging deshalb etwas Schreckliches. Zumindest begann Cheyenne danach noch häufiger und in größerem Umfang Alkohol und verbotene Substanzen zu konsumieren
und griff später sogar zu stärkeren Substanzen. Vor Gericht weinte sie und beteuerte, dass sie sich den Mord an dem einzigen Menschen, der sie in all diesem Schrecken weiterhin unterstützt hatte, nicht verzeihen konnte. Lange Zeit war Britney die einzige Stütze für ihre Freundin gewesen. Das Einzige, was in all dem weiterhin Zweifel hervorrief, war der Grund für den Konflikt. Der Anwalt war der Ansicht, dass ihre labile Psyche und der Einfluss schwerer Substanzen eine entscheidende Rolle beim Verlust der Selbstbeherrschung gespielt hatten. Aber das Motiv blieb weiterhin unklar. Warum bat Cheyenne ihre Freundin um ihr Mobiltelefon? Warum reagierte sie so aggressiv auf die Weigerung, es ihr zu geben, dass dies zum Anlass für den Angriff wurde? Wie dem auch sei, nach dem Geständnis des unbeabsichtigten Mordes und der Erklärung, dass die Angeklagte sich an nichts erinnern könne, gab Cheyenne keine weiteren Aussagen mehr ab. Sie schwieg einfach. Experten waren der Meinung, dass sie die schrecklichen Ereignisse dieses verhängnisvollen Morgens absichtlich aus ihrem Gedächtnis verdrängt haben könnte, da dies für sie eine psychologische Schutzmaßnahme war. Nachdem sie den Mord gestanden hatte, wurde die junge Frau zu 7 Jahren Haft verurteilt. Britneys Angehörige hielten dieses Urteil für zu milde und der Schwere ihrer Tat nicht angemessen. Sie glaubten nicht an die Reue und das Leid, das die Täterin durchgemacht haben könnte, da dies überhaupt nicht zu ihren 2-jährigen Versuchen passte, sich der Justiz zu entziehen, indem sie Lügen und andere Maßnahmen einsetzte, um ihre Beteiligung zu verbergen. Die ganze Zeit über gab sie sich liebevoll und mitfühlend. Sie veröffentlichte sogar Beiträge in sozialen Netzwerken, die ihrer besten Freundin gewidmet waren. Alles, was sie jedoch tun musste, war, die Verantwortung zu übernehmen und den Mord zu gestehen. Nach der Anhörung wurde die 21-jährige Cheyenne hinter Gitter gebracht. Der voraussichtliche Termin ihrer Entlassung steht kurz bevor. Sie hätte 2024 oder 2025 aus dem Gefängnis entlassen werden können, aber ihr Antrag wurde abgelehnt. Es ist bekannt, dass das Gericht von Cheyenne die Teilnahme an speziellen Programmen verlangte. Das Mädchen sollte an einem schrittweisen Rehabilitationsprogramm nach langjähriger Abhängigkeit von illegalen Substanzen sowie an einem Programm zur Aggressionsbewältigung teilnehmen. Nach öffentlich zugänglichen Informationen zu urteilen, hat Cheyenne den Weg der Besserung eingeschlagen und versucht, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Aber ob ihr das im wirklichen Leben und nicht hinter Gittern gelingen wird, wenn sie freikommt, wird nur die Zeit zeigen. Auch wenn man sagt, dass die Zeit alle Wunden heilt, für die Familie Gargol ist die Zeit einfach stehen geblieben. Sie haben immer noch Schwierigkeiten, mit dem Schmerz des Verlustes fertig zu werden. Besonders stark betroffen ist die jüngere Schwester Britney, die zum Zeitpunkt des Todes ihrer geliebten Person 7 Jahre alt war. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht mit Tränen in den Augen an ihre ältere Schwester denkt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.